Hi, ich bin Easy und in diesem Video will ich euch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von meinem neuen Song Take My Soul Away erzählen. Take My Soul Away ist die erste Single von meinem bald erscheinenden Album, die jetzt Mitte August vor kurzem erst rausgekommen ist. Bei der ganzen Albumproduktion hatte ich immer mal wieder die Kamera mit dabei, sei es beim Songwriting, im Studio beim Aufnehmen oder beim Mixing. Und das wollte ich alles mal zusammenpacken in ein Video und mal einfach zeigen, wie so ein Song bei uns entsteht. Ich finde es bei anderen Künstlern immer ziemlich spannend, mir das anzugucken, wie so ein Song oder ein Album entstanden ist. Und jetzt mache ich es einfach mal selber mit meinem eigenen Song. Ich habe das natürlich nicht alles selber aufgenommen und produziert und so weiter, sondern ich hatte Hilfe von meiner Band. Und auch die haben ab und zu immer mal was zu sagen zu dem Song. Und da gehen wir auch jetzt direkt rein und starten mit dem Songwriting-Prozess. Take My Soul Away war tatsächlich fast der letzte Song, den wir geschrieben haben. Mitunter, ja. Fürs Album. Das ist eigentlich daraus erstmal entstanden, dass wir andere Songs geschrieben haben oder am Schreiben waren und nicht weiterkamen und du hast irgendwas angefangen zu dudeln. Ja. Alright. Anyway, here's one to one. Oh, I got an idea, aber ich muss die Zeilen noch so ein bisschen auffüllen. Okay. Wie wär's mal so? 7 days, 7 weeks, 7 years, 7 decades to go. Genau. Weißt du schon, wo du auch gedanklich hin Ja, so ein bisschen so in die Richtung so 7 days on the road, 7 weeks. Ne, 7 weeks on the road, weil 7 decades to go. Das schränkt halt ziemlich ein, also ganz rein theoretisch, auch wenn ich diese Aufteilung cool finde, müssten wir ja nicht in jeder Zeile mit 7 Things anfangen. Klar. Oh, I got it. Well, who'd thought 7 weeks on the road wouldn't make me long for 7 decades to go. Oh, yeah. Alright, anyway, so we got a verse. Nope, we didn't. Tatsächlich habe ich diesen Verse im Endeffekt nochmal komplett verworfen im Nachhinein und nochmal was ganz anderes geschrieben. Trotzdem sieht man da aber, wie wir ungefähr arbeiten an einem Verse und ja, wie sowas entsteht. Es ist eigentlich ganz normal, dass man was schreibt und dann gehe ich meistens nach Hause und singe das nochmal für mich durch und gucke, ob es mir wirklich gefällt und wenn nicht, dann schreibe ich noch was um und wenn doch, dann bleibt es so. Now we need a chorus. Ja, now we need a double chorus. Die Hälfte haben wir schon. Das haben wir schon, ja. Also ich würde dann einfach quasi das Take My Soul Away weglassen und dann nochmal... Ja, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob man nicht die beiden letzten Zeilen halt in den letzten Chorus reinholt. California sun makes living easy, right on. Dass man die zusammenlässt. Kann man auch. Genau. Aber man kann auch ändern, was Living Easy macht quasi für die letzte Zeile theoretisch. Wir können ja rückwärts arbeiten. Ich meine, die einfache Lösung für die zweitletzte Zeile ist Being here with you makes living easy. Right on, take my soul away. Oder Your hand in mine makes living easy. Ja, sure. Oder sowas. Irgendwas in die Irgendwas Richtung. in die Richtung. Aber wir brauchen dann immer auch 2 Zeilen. I know. Jason Dreams behind I cannot mit diesem Chase-Gedöns. Damn it. Egal. Ey, wir haben heute echt viel geschafft, finde ich. Alright. Wenn der Text und die Melodie komplett steht, dann ist es für gewöhnlich so, dass ich ein Gitarrendemo mit Gesang mache und das an die Band schicke. Und wenn es dann ans Recording geht, ist es eigentlich immer die Reihenfolge. Als erstes nehmen die Drums auf, dann der Bass, dann mache ich nochmal Akustikgitarre richtig drauf, wie es richtig sein soll. Und dann kommt der ganze andere Kram, wie E-Gitarren und alles, was uns dann noch fehlt. Und ganz am Ende kommen dann die Vocals drauf. Als nächstes waren also die Drums an der Reihe und Lenny hat dazu Folgendes zu sagen gehabt. Fürs Recording alleine war das eigentlich eine angenehme Sache, weil wir den ja wirklich noch, ich glaube, 4 oder 5 Takes schon drin hatten. Ja, der war sehr, sehr schnell als Drum-Take drin. Auch das Intro hatten wir, glaube ich, in der Probe schon festgelegt gehabt, dass das werden soll. Deswegen, das war halt dahingehend einfach super unproblematisch, als dass ich tatsächlich, anders als bei vielen anderen Songs, wusste, was ich machen soll und was ich machen will. Es sind 2 Durchgänge Vorlauf, das reicht eigentlich. Dann würde ich
nach jedem Mal auf dieses... Soll ich das jedes Mal machen? Okay, wie ich fühle. Okay, dann mach mal, wie ich fühle. Alter, der war ja richtig gut. Ja? Sollen wir es uns mal anhören? Ja, können wir machen, ja. You get me hooked on feeling. I will follow the tracks until I make me move. And when the time is right, I'm gonna catch up to you. Heard your melody. Das sind die Zeichen, die ich da reinbringen wollte. Jetzt bin ich glücklich. Das ist das Einzige. Ich bin nie aufs Ridebecken gegangen. Ist die Frage, was hältst du davon? Hättest du gerne ein Ridebecken? Ich sag mal so, es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber es hätte bestimmt was für sich. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, let's do it. Ich meine, wir haben so wenig Zeit dafür gebraucht. Okay, ich gebe dich einfach in die Bridge rein, ja? Ja, ich spiele dann irgendwann mit. Gut. Ja, Ja, sehr gut. rüber. Oh, dass das funktioniert hat, Alter. Ja, und damit waren Drum-Recordings halt auch schon nach 5 Takes einfach im Kasten, was echt super, super wenig ist. Also Lenny hat da echt abgeliefert wie sonst was. Und ein paar Tage später ging es dann ans Bass-Recording. Ja, Easy hat mir irgendwann mal das Demo geschickt und ich dachte aber auch so wie du, das ist so ein Here we go again Ja. und habe dann so ein bisschen rumprobiert und ich habe in der Phase irgendwie sehr viel Plektrum geübt. Deswegen spiele ich auf dem Album auch super viel mit Plektrum und habe dann irgendwie dieses Riff, auf das ich echt ein bisschen stolz bin. Ein kleines bisschen. Es ist ein sehr gutes Ich Riff. finde das echt cool gemacht. Ja. Also das ist auch, ich habe dann auch leider gemerkt, dass live gar nicht so leicht ist. Im Stehen, so im Sitzen, das ist echt easy, aber ja, das ist ganz cool. Ja. Das ist quasi dann eine Achtel länger als vorher. Okay. Ein nochmal. Geil. Der war richtig cool. Bist du zufrieden? Ja, das wäre mir jetzt hören. Man hat immer so ein anderes Gefühl beim Spielen, finde ich. Total, Aber total. das gar nicht. Also ich hätte jetzt einen anderen den vorgezogen, aber wenn ihr sagt, Der Tag war richtig gut. Fand okay, ich wenn auch. du das sagst, gut. Genagelt. Geil wie immer. Geil wie immer. Bass-Check. Als nächstes stand dann die Akustikgitarre an und da musste ich dann nochmal ran. Hier sieht man, wie wir eigentlich bei dem Album zumindest ja so 70-80% der Zeit im Studio verbracht haben. Das sind dann meistens Vincent und ich, die da aufnehmen. Vincent macht das ganze Recording, die Mikrofonierung und ich sitze dann halt im Aufnahmeraum. Und so sieht das dann die meiste Zeit bei uns aus. Übrigens ist die Kamera bei dir drüben auch an, nur dass du keine schweinzischen Sachen machst oder sagst. Ready? Ja, sind die Drums jetzt an? Wird es jetzt lauter? Die Drums sind an. Es wird jetzt lauter. Der war eigentlich nicht so schlecht. War ganz okay. Also wir waren auf jeden Fall noch welche, Ja, weil es waren ein stimmt. paar Timing-Dinger drin. Alright. Is it just me or was this one good? Der war sehr gut. I liked it a lot. Ja. Und dann komm doch rüber, hör nochmal an. Ja. Das Einzige, was ich überlege, ist, ob wir den Anfang noch einmal machen. Weil das Timing-Part dann nicht 1000% ist. Fresh air on my lungs, new shoes on my feet. Send me right on headphones, I start my soul sweet.
Also besser wird's nicht. Ich würde schon sagen, ich fand's ziemlich gut auf dem Beat. Alright, fair enough. Und dann ging es auch schon zu den E-Gitarren. Und hier haben wir mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Ihr seht das gleich im Videoclip. Wir haben 2 Amps übereinander gestellt. Wir haben tatsächlich beide angeschlossen an die gleiche Gitarre und beide mikrofoniert mit insgesamt 3 Mikrofonen. Und aus den 3 Signalen konnte Vincent dann im Endeffekt im Mixing den richtigen Sound rausholen. So. Muss man nur noch gucken, dass das uns jetzt das Hirn komplett wegbläst. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt einstecke. So, 2 things. Nummer 1, ich stimme nochmal durch. Ich weiß nicht, irgendwie ist er noch nicht so ganz akklimatisiert. Nummer 2, ich hätte ganz gerne den Klick. Ja. Aber sonst war es schon mal ganz gut. Ist halt für unsere Verhältnisse relativ experimentell so zu machen. Ich sag mal so, die Gitarre wird ja sowieso nicht unbedingt vordergründig passieren. Das ist klar, nur trotzdem darf es ja nicht stören. Nee, ich glaube, das passt. Ich fand den ganz gut. Wie fandst du ihn? Fand den eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Wir haben eine normale E-Gitarre und Eine normale E-Gitarre und eine Nashville-Tuning Nashville. für den Chorus. Ja, genau. Nashville Tuning, für die es nicht wissen, ist im Prinzip normales Tuning, aber halt 12-String, die oberen 6 Saiten, also im Prinzip oktaviert nach oben. Nashville Tuning. Der war gut? Ja, Nehme ich. okay. Goodie. Haben wir auch das erledigt. Und dann nahm der Tag eine ganz komische Wendung. Wir sind morgens noch bei leichtem Regen wie gewohnt ins Studio gefahren und ein paar Stunden später stand eigentlich das gesamte Saarland unter Wasser. Ja, das war so ein bisschen Doomsday-Feeling, sage ich mal. Hochwasser überall, schwimmende Autos, ganz, ganz viel krasses Zeug, was da an diesem Tag abgegangen ist. Und das haben wir im Studio eben auch so halbwegs immer mal mitbekommen, beziehungsweise dann einen Anruf bekommen, wie es eigentlich gerade aussieht. Hallo? Hi Vincent, ist die Easy noch bei dir? Die Easy ist bei mir, ja? Gib die mir mal bitte. Ja. Hallo, Hallo Easy, wo bist denn du gerade? im Studio Beckingen. Okay. Easy, ich glaube, ich muss dich bitten, heute nicht nach Hause zu fahren. Es ist absolute Lebensgefahr in Saarbrücken. Mittlerweile steht das Wasser schon so gut wie auf dem Markt. Wir sind mittlerweile kurz davor, Püttlingen und sowas zu evakuieren. Okay. Und die Leute stehen, die Autos werden einfach weggestemmt. Also uns ist eben einfach ein Riesbeck ein Auto entgegengestemmt. So, yeah. Deshalb, ich wollte jetzt einfach nur sicher gehen, dass du jetzt irgendwie nicht losfährst. Das bringt nichts. Entweder stehst du im Stau für 100 Stunden. Ja. Vielleicht stellst du dich aber ein Sleepover ein. Ja, gut. Dann schauen wir mal, was wird. Ja, viel Spaß beim Spielen. Ja, cool. Bei uns überschwemmt gleich der Keller. Ich telefoniere jetzt mal mit meinem Nachbarn, wie es da weitergeht. Warum seine Gitarren sind getrackt? Ich habe gerade mal die Tür aufgemacht und wenn man das so sieht, sieht es ja nicht so aus, als würde das ganze Saarland unter Wasser. Du fährst ganz normal Das ist und so dann crazy. siehst du Feuerwehr, Keller, die abgepumpt werden. Ja. Guckst nach links, zwischen Beckingen und Hausstadt ist so ein Rasengrundstück. Ja, da war ein Erdrutsch, da kommt das Wasser komplett runter. Also kurze Breaking News. Das ganze Saarland steht unter Wasser. Ich komme heute Abend hier nicht mehr weg. Und jetzt machen wir das Beste draus. Wollen wir den ganzen Song durchmachen? Ja. Ja, komm, dann gehen wir es einfach mal den ganzen Song durch. Ready? Ja. Also ich habe das Gefühl, es tut nicht so viel dafür. Wie wär's denn mit sowas Picking-mäßigem? Ja, könnt auch was. Man könnte es auch gerne mal so probieren, ja. Das größere Problem ist tatsächlich Tuning. Ja, voll. Also ich fände es, glaube ich, für den zweiten Verse ganz cool. Das fände ich auch. Ich denke, so stellenweise wäre es ganz cool, aber jetzt zum Beispiel für den Chorus finde ich, tut's Ja, jetzt da tut's nichts. nix. Uninteressant. Für die Bridge könnte es nochmal ganz cool sein, Ja, noch was dabei stimmt. zu haben. Guten Abend. Du bekommst Besuch. Ihr habt's geschafft! Ja, aber du nicht. Lebendig! Hey. Nach Hause. Hinten ist auch zu. Wie Der hinten? Bach ist übergelaufen. Das ganze Dorf ist zu.
Also zu der Seite kommst du nicht durch die Unterführung, zu der Seite ist die Baustelle in Dillingen. Die ganzen Häuser da an der Straße sind jetzt auch überflutet. Wir machen Übernachtungsparty hier im Studio, weil ich komme ja dann alle mehr hin. Es war Chaos, hierher zu kommen. Sagemünd steht auch unter Wasser. Was wir da auch auf dem Weg gesehen haben, das sind Existenzen, die ausgelöscht wurden. Bis zur Eisdiele steht alles unter Wasser. So, macht weiter. So, ich mache den Chorus dann direkt an. Nee, Vers 2, oder? Vers 2, Entschuldigung, meinte ich. Ja, das macht was. Alright, willst du die Bridge noch machen? Ja, ich weiß nur noch nicht was, aber ich guck mal. Ja, vielleicht so Arpeggios oder sowas. Ja, es ist nur schwierig, weil die sind ja vorgezogen, vielleicht. Okay, mal gucken. Aber die Idee ist cool. Alright. Yes? Ja. Alright. Also ich denke, da haben wir sehr gute Arbeit geleistet heute. Und für alle, die sich fragen, wie das Ganze ausgegangen ist und ob wir nochmal nach Hause gekommen sind. Wir sind so circa bis 10 Uhr abends, glaube ich, im Studio geblieben und haben dann die Lage nochmal gecheckt. Es war immer noch super viel gesperrt und Vincent war dann so lieb, tatsächlich mich über etliche Dörfer zu führen, die halt nicht alle unter Wasser standen. Und so bin ich dann nach, ich glaube, 1 Stunde oder 1,5 Stunden Fahrt, was mich sonst 20 Minuten gekostet hat, tatsächlich doch noch nach Hause gekommen. Und auch Vincent hat es geschafft und ist zu Hause angekommen. Wiederum nur wenige Tage später bin ich nochmal ins Studio gefahren, cause why not? Ich verbringe wirklich sehr, sehr viel Zeit da manchmal. Und in dem Tag ging es dann ums E-Gitarren-Solo von Take My Soul Away. Vielleicht sollte man es nicht erwähnen, aber erwähnenswert in der Produktion, die nicht so leicht war das Solo. Also dazu muss ich sagen, ich bin absolut kein Solo-Gitarrist. Das ist einfach nicht meine Stärke, aber ich wollte es trotzdem selber spielen. Das Solo hat 130 Takes irgendwas gekostet, aber die ersten 40 Takes war leider auch, die Gitarre war stimmt. Und generell mussten wir da ein bisschen was austesten mit Amps und Sounds und so weiter. Aber das ist keine Entschuldigung für meine Unfähigkeit, dieses Solo einzuspielen. Es hat trotzdem noch sehr, sehr lange gedauert. Ich bin nicht stolz drauf, aber das hier ist die Wahrheit. Ah, Jesus Christ. Fuck, ey. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob noch ein guter dabei war. Lass uns mal zu einer anderen Stelle gehen. Das Lick und in der Bridge würde ich gerne auch was machen. So geht es ohne Musik, geht es, ne? Aber mit nicht. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Okay, nehmen wir. Das Ende war sehr gut. Ab dem. Dann wäre ich mit dem Ende zufrieden. Viel mehr wurde in unserem Studio dann nicht mehr aufgenommen. Allerdings sei noch gesagt, dass ich unbedingt auf diesem Song eine Pedal-Steel-Gitarre haben wollte. Und da ich jemanden kenne, der Pedal-Steel spielt, musste ich mir die anders besorgen. Und zwar habe ich dann einfach Fiverr genutzt. Habe da einen Musiker gefunden, der das anbietet. Und ein lieber Kerl namens Aaron Fabrini hat dann die Pedal-Steel-Spur für mich eingespielt und die einfach rübergeschickt. Und die war genauso wieder wie bei den Drums, genauso wie ich sie mir vorgestellt habe. Bin immer noch extrem happy mit dieser Pedal-Steel, die macht einfach sehr viel vom Vibe von dem Song aus und gibt ihm diesen kleinen Country-Touch. Die Endphase von jedem Song-Recording sind dann die Vocals. Das mache ich tatsächlich immer bei mir zu Hause, weil ich finde, Vocals sind was sehr, sehr Persönliches und auch mein Arbeitsflow, mein Workflow ist dann ganz eigener. Ich brauche da immer meine Ruhe und meine Zeit. Deswegen springen wir jetzt kurz zu mir nach Hause und ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt, wie ich die Vocals aufgenommen habe. Alright, heute ist der erste Tag, an dem endgültige Vocals aufgenommen werden für die erste Single. Nicht viel textlicher Inhalt, außer es ist Sommer und uns geht's gut. Aber ich finde auch, das darf es mal geben. Dafür machen wir jetzt die Vocals. Let's go.
Fresh air in my lungs, new shoes on my feet, semi-rayon headphones that stomp my soul to the beat. Chasing songs, driving down the freeway, finding love in the hills. You got me hooked on a feeling, now I'm chasing the thrill. Da waren Teile sehr, sehr gut, andere sehr, sehr schlecht. Aber das Ding ist, das Timing einzuhalten, das Feeling dabei nicht zu verlieren, wenn du auch darüber nachdenkst, das Timing zu halten und die ganze Technik, die ich nicht besitze, die richtige Stimmfarbe dabei zu behalten und nicht zu metronomisch zu klingen, ist halt auch so eine Sache. Ne? Aber we trying our best. Und hier sehen wir Lani, wie er bei mir zu Hause die Backing Vocals 2 Tage später aufnimmt. Tatsächlich ist das auch, was ich als erstes gedacht habe, dass das der erste Song ist, auf dem ich und tatsächlich... der erste und der letzte. Ja, wo ich tatsächlich eine integrale Rolle in den Vocals habe. Das war bei deinen Songs ja aber immer normal, dass du das machst. Da wollte ich aber auch tatsächlich nicht, weil du immer auf Tonlagen schreibst, die ich echt nicht bekomme. Ich habe dich gefragt, weil das eigentlich die Tonlage war, die für mich fast zu tief war, zu singen. Ja. You got me hooked on a feeling. Tief. Ja. Ja, komm, so der erste Eins Versuch. und 2 und find love in the hills. Jeden von your sun makes living your nein. Nochmal. Das war der letzte Ton nicht gut. Ich glaub nochmal. Nochmal. Your hand in mine makes living easy. Right on. Take my soul away. Ja, der ist gut. Ja. When the time is right, I'm gonna catch up to you. To you. Ja. Got me feeling like nothing's ever out of reach. Das Each richtig zu timen ist wichtig. Das stimmt. Got me feeling like nothing's ever out of reach. Versuchen wir das. Ja. Okay, ich glaube. Kann ich so nehmen. Okay. Lannys Vocals waren dann das letzte, was wir aufgenommen haben für diesen Song, und dann ging es ein paar Tage später auch schon ins Mixing, weil die Zeit drängt immer und ich wollte den Song bald releasen und deswegen mussten wir uns ganz, ganz schnell ans Mixing machen, und dafür bin ich mal wieder ins Studio zu Vincent gefahren und wir haben da gemeinsam geguckt, dass alles zusammenpasst. Schade, dass zwar in der zweiten Strophe diese Picking-Gitarre, ich glaube, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sie nicht hören. Ich kann sie ein bisschen rausbringen. Ja, aber ich glaube, das macht das Gleichgewicht da wieder kaputt, weißt du? Wenn du so ein bisschen präsenter haben willst, ich drücke sie in der Interlude einen Ticken hoch und sie kommt in der Strophe genau dahin, wo sie hin soll. Aber dann ist der Hörer so ein bisschen darauf hingewiesen, dass es da. Vielleicht gehen wir aber erstmal zur Solo-Gitarre. Ja, die ist dir zu scharf. Die ist mir zu scharf. Und ich glaube, auch noch einen Ticken vielleicht 1 dB noch runterziehen. Insgesamt so. Dieses Summen da. Mit Summen? Ganz oft hören wir uns den Song dann auch noch einmal im Auto an, weil das eben eine Anlage ist, auf den so ein Song öfter mal gespielt wird, sei es beim Fahren auf Spotify oder für den Fall, dass er doch irgendwann mal noch ins Radio kommt. Da muss man einfach sicher gehen, dass der Song nicht nur auf der super Anlage im Studio gut sich anhört, sondern auch auf so einer Anlage wie im Auto oder auch mal auf dem Handy hört, weil es eben viele Leute gibt, die das auf verschiedenen Medien sich anhören, und natürlich soll es nicht nur auf einem Medium gut klingen, sondern auf allen im besten Fall. Die Vocals sind immer noch Midrange angehen. Da muss ich gucken, dass ich den Vocals ein bisschen mehr Höhe gebe. Ja. Aber die braucht Air. Ja, ein bisschen die Höhen, aber ansonsten ist es gut. Die Frage ist, ob man das nicht einfach im Mastering lösen könnte, aber es wäre mir lieber, ich schicke es als Mix richtig raus. Und dann ist der für mich im Prinzip schon durch.
Nice. Und somit war der Song im Prinzip auch durch. Wir haben das Mixing fertig gemacht und dann habe ich den Song noch zum Mastering geschickt. Das habe ich diesmal entschieden, extern machen zu lassen in einem Studio in den USA. Das Master habe ich circa nach einer Woche zurückbekommen und dann konnte ich den Song auch schon hochladen auf alle Streaming-Plattformen, wo ihr ihn auch jetzt noch findet. Also falls euch der Song gefällt, packt ihn doch gerne in eine Playlist. Das wird mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Versucht den Song irgendwie raus in die Welt zu kriegen. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir hier kreiert haben. Und es kommen natürlich noch viele, viele Songs mehr. Auch bei denen habe ich die Kamera dabei gehabt und auch bei denen wird nochmal ein Making-of-Video folgen. Und dann hoffe ich, ihr habt einen kleinen Einblick kriegen können in unsere Arbeitsweise, wie so ein Song bei uns entsteht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Cool, dass ihr dabei wart und lasst mir gerne ein bisschen Feedback da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder auf Spotify, wenn ihr den Song streamt. Bis dann.